Hi, ich bin Sanjali und heute verwandle ich dieses langweilige Dreierwand-Deko-Set in diese hübschen Galaxy-Logos für mein Cosplayzimmer. Die Idee kam mir relativ spontan vor einiger Zeit, als ich dieses Dreier-Set im Action für nicht einmal 2 Euro entdeckt habe. Und da ich zu diesem Zeitpunkt noch sehr viele freie Flächen in meinem Cosplayzimmer hatte, wollte ich unbedingt irgendetwas Kreatives als Deko selbst machen. Ich habe sehr schnell eine genaue Vorstellung davon, wie diese Logos später aussehen sollen und drucke mir dementsprechend zuallererst einmal Cliparts von einer Schere, einem Pinsel und einer Heißklebepistole in der richtigen Größe aus. Die Umrisse der Motive übertrage ich anschließend spiegelverkehrt auf das Trägerpapier einer Klebefolie, welche ich seinerzeit für wenig Geld total zerknittert in einem Bastelladen gekauft habe. Wahrscheinlich hat sie sich regelrecht gefreut, endlich mal benutzt zu werden, nachdem sie nun seit fast 4 Jahren in einem dunklen Schrank vor sich dahin vegetiert hat. Allerdings ist sie eben so zerknittert, dass man ohnehin immer nur kleine Stellen von ihr benutzen kann. Wenigstens hierfür ist sie ganz nützlich. Sobald die Motive spiegelverkehrt übertragen sind, schneide ich sie mit einer Schere aus und lege sie für später beiseite, um sie sofort griffbereit zu haben, wenn ich sie benötige. Nun geht es also erst einmal ans Grundieren der 3 Logos. Statt mit Gesso anzufangen, beginne ich die Grundierung sofort mit schwarzer Acrylfarbe, da sowohl die Ränder als auch die Bilder an sich eher raue Oberflächen haben und die Farbe so gut genug aufnehmen dürften. Und tatsächlich braucht es auch gerade einmal eine Schicht schwarzer Farbe, um alles komplett abzudecken. Ich lasse die Logos also kurz trocknen und klebe anschließend die ausgeschnittenen Motive aus Klebefolie darauf. Jetzt kann ich also endlich mit dem Galaxy-Hintergrund anfangen. Auf einer Farbpalette gebe ich unterschiedliche Schattierungen von weißer, pinker, violetter, blauer und schwarzer Acrylfarbe und beginne dann zuerst mit einem Pinsel und anschließend mit einem Schwamm die Farben auf die Logos aufzutragen. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich mit der Intensität der Farben zufrieden war und tatsächlich habe ich zum Schluss deutlich weniger violette und pinke Farbe verwendet als erwartet. Trotzdem bin ich sehr zufrieden mit dem vorläufigen Ergebnis, nur irgendwas fehlt in unserer Galaxie. Aber was? Richtig, die Sterne. Für die Sterne verwende ich die altbewährte Zahnbürstenmethode. Da ich allerdings gerade keine alte Zahnbürste zur Verfügung habe, muss also ein grober Pinsel herhalten. Ich verdünne also weiße Acrylfarben mit ein wenig Wasser und besprenkle den Hintergrund anschließend mit dem Pinsel. Sobald ich mit dem Ergebnis komplett zufrieden bin, ziehe ich die Klebefolie mit einer Pinzette ab und widme mich den eigentlichen Symbolen. Zuerst male ich die Symbole mit einem goldenen Künstlertuschestift von Faber-Castell aus. Da mir die goldene Farbe aber noch zu matt ist und ich mir deutlich mehr Glitzer und Schimmer erhofft habe, ist dies ein guter Moment, um meine goldenen Foil Flakes aus dem Sostrene Grene einzuweihen.
Dafür gebe ich etwas Kraftkleber auf die bereits goldenen Flächen und klebe dann vorsichtig die Goldfolie auf und drücke sie ein wenig mit dem Finger und der Pinzette zurecht. Das Ganze dauert eine ganze Weile, da es nicht ganz so einfach ist, mit dieser Goldfolie zu arbeiten, aber das Ergebnis ist es auf alle Fälle wert. Zum Abschluss umrande ich die Symbole noch mit einem schwarzen Lackmalstift, um sauberere Kanten zu bekommen. Da die Logos leider nicht von alleine stehen, habe ich mir aus Wobbler-Resten noch ganz kleine Standhilfen gebastelt und nun habe ich die perfekte kleine Deko für mein Cosplayzimmer. Sie ist absolut einzigartig und ich bekomme nie genug davon, sie anzusehen, weil sie zwar simpel, aber total hübsch ist.